Ich finde ja, Modulars sind mit das Beste, was man aus Klemmbausteinen bauen kann. Quasi top-notch. Wie ihr aber hinter mir seht, nimmt so ein Modular mitunter etwas Platz weg. Wer nicht so viel Platz hat, baut entweder so kleine Lädchen oder schaut mal, was Kader da im Angebot hat. Denn Kader hat hier so kleine Mini-Modulars auf den Markt gebracht, aus dem Japanischen, 3 Stück an der Zahl. Und ich stelle euch heute eins vor, was trotz seiner kleinen Größe über 1000 Steine hat und sogar beleuchtet ist. Willkommen in der Nordenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute gibt es einen schönen Eiskaffee, denn ich darf euch von Kader eines der Mini-Modulars vorstellen, die das Thema japanische Architektur hier darstellen. In diesem Falle das Set C66007W, den Summer Breeze Coffee Shop, 1116 Steine vom Designer, und das muss ich ablesen, Tong Ching Huan. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, lieber Tong Ching. Sehe es mir nach. Ich finde es cool, dass Kader hier mir dieses Set für ein Review zur Verfügung gestellt hat. Es geht danach übrigens als Geschenk gleich an einen guten Freund. Ihr könnt ja dreimal raten, wer das ist. Ich habe jetzt ja im Intro gesagt 3 Sets. Aber wenn man das genau nimmt, hat Kader viel mehr Sets, wenn es zum Thema japanische Architektur geht. Denn da gibt es ja noch eine Lizenz zu einem Anime mit schnellen Autos und Tofu, der geliefert wird. Und da deckt Kader eine ganze Bandbreite ab. Schaut einfach mal kurz unten in der Videobeschreibung, da findet ihr nämlich alle Links zum Thema Kader und da findet ihr auch dieses Häuschen und alles weitere. Aber Freunde, wir wollen jetzt ja zuerst mal finden, was sich hier an Steinchen und Beleuchtung und Aufkleber und Anleitungen verbirgt in diesem Karton. Deswegen lade ich euch ein, nehmt euren Eiskaffee, schlürft einen Schluck und dann schauen wir uns den Inhalt des Kartons hier auf dem Bautisch genauer an. Ja, Freunde, da haben wir unseren Summer Breeze Coffee Shop auf dem Bautisch. Altersempfehlung ab 14 Jahren, die C66007W. 1116 Steinchen, habe ich euch gerade schon gesagt. Und da haben wir die Unterschrift vom Tong Ching Huan, Yun, wie auch immer. Ihr seht also ein Set mit Lizenz. Richtig schöner Karton. Wir haben hier erhaben gedruckt unseren kleinen Shop. Wir haben es hier auf Japanisch auch, denke ich mal, draufstehen. Wir haben schön hier Kirschblüten und dann möchte man doch fast als Godzilla einmal durchlatschen. Beziehungsweise finde ich es besonders cool, weil es hat hier Ketten an der Seite. Und wir wissen ja alle, in Japan ist es sehr, sehr eng. Deswegen haben wir hier auch so ein kleines Häuschen mit trotzdem über 1100 Steinchen. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Da war mein Infozettel für das Intro. Da sehen wir hier, dass wir die Ladenfläche betreten können, indem wir es aufmachen, aufschieben. Wir können das Dach hier aufklappen. Wir haben hier wirklich auch noch Funktion, dass wir die Markise ausfahren können. Und ihr habt es ja vielleicht hier vorne schon gesehen, LED per USB. Also ich bin richtig gespannt, was sich hier in dem Karton verbirgt. Und direkt machen wir hier den Karton auf mit einem Kader-Teiletrenner. Ich will mal gucken, ob ich hier das Teserband durchkriege. Ja, da auch und da auch und hier auch. Ihr seht also, diese Kader-Teiletrenner sind für viele Sachen zu gebrauchen, sogar um ihre eigenen Sets aufzumachen. So, zack. Jetzt schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Wir sehen übrigens, wenn der Karton gleich aufgemacht hat, dass das Set 13,5 cm lang und 15 cm hoch wird. Karton geht hier an die Seite. Wir haben hier unsere Tüten nummeriert. Wir haben hier eine 16x16er Plate und unsere eingeschweißte Anleitung. Die mache ich einmal jetzt auf. Kaderanleitungen liest man ja wie folgt. Wir haben vorne hier erstmal ein Vorwort vom Designer. Das finde ich richtig cool. Man kriegt den Teiletrenner erklärt, der hier auch beiliegt. In der Tüte 1 sogar. Das haben wir nicht bei jedem Chinesen. Da liegen die ganz oft in der letzten Tüte. Hier sehen wir sogar noch mal ein bisschen eine Legende, wie man Technikachsen benutzt, wie man sie einschätzt und auch wie man hier die LED-Stripes benutzt. Und dann bauen wir hier in 2 großen Bauabschnittsbereichen, nämlich einmal A und einmal B. Und das ist das Thema mit den Tüten. Wir bauen halt hier so A1, A2 und so weiter und sind dann fertig am Ende mit der Seite 73 ist es nicht.
mit der Seite 69 bzw. 68. Da kriegen wir erklärt, wie wir die Markise ausfahren. Ganz fertig hier mit dem Licht sind wir dann auf der Seite 66. Und ihr seht hier, wir haben bei B 100 Bauschritte und bei A, schauen wir mal kurz, A haben wir 136 Schritte. Hier ist unser USB-Stick für das Licht, können wir an- und ausschalten, und bei CADA gibt es leider fast immer Aufkleber. Aber ich kann euch sagen, und da lege ich euch gerne das i oben in der Ecke ans Herz, CADA hat tolle Steine, eigene Steine, und deswegen bin ich richtig gespannt auf die Bauerei jetzt hier. Ihr könnt euch auf schöne Fakten freuen und ich denke mal, ihr freut euch mit mir, wenn ich hier klemme. Deswegen euch viel Spaß und mir auch. Bis gleich! Ja, Freunde, vor lauter Aufregung, weil ich wirklich gespannt bin auf dieses Häuschen, möchte ich euch noch zwei Sachen nachreichen. Und zwar habe ich die Anleitung euch ja gezeigt, aber wie man mit CADA baut, habe ich euch nicht gezeigt. Das heißt, wir haben hier, wie wir es kennen, oben in so Rechteckchen, das kennen wir bei vielen, bei Lego, Kobi und Co., welche Steine wir brauchen. Und rote Pfeile weisen uns dann den Weg, wo wir was wie wo annoppen. Und was ich euch auch noch sagen möchte, ist hier, ich habe diesen USB-Lightstrip schon mal kontrolliert. Wir haben hier mehrere Funktionen, also wir haben Dauerleuchten, wir haben pulsierend, wir haben so Partylicht, also da freue ich mich, euch das nachher mal zeigen zu dürfen. Das noch als Nachtrag. Jetzt, Freunde, aber euch viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit und natürlich könnte ich mit euch da draußen an den Empfangsgeräten über Kaffee reden oder über den Sommer, aber über Kaffee habe ich hier schon viele Videos gemacht, dass wir uns weitere kuriose Fakten zum Thema Kaffee für andere Sets aufsparen. Und was den Sommer angeht, wir haben jetzt Mitte September, genießen wir ihn doch einfach, da brauchen wir keine Fakten von mir. Aber Freunde, lasst uns doch lieber über Japan sprechen, denn Japan ist ein faszinierendes Land mit einer reichen Geschichte, hat eine beeindruckende Entwicklung durchlebt, die Jahrtausende umspannt. Lasst uns also einfach einen Blick auf die Geschichte Japans werfen, die von erstaunlichen Fakten und beeindruckenden Zahlen geprägt ist, wie ihr es von mir kennt. Die Frühgeschichte Japans reicht bis in das 3. Jahrhundert vor Christus zurück, als die ersten Reiskulturen auf der Insel entstanden. Im Jahr 660 vor Christus wurde der erste Kaiser Japans, Kaiser Jemmun, gekrönt und das japanische Kaiserhaus kann seine Abstammung bis zu ihm zurückverfolgen. Das nenne ich mal eine lange Familiengeschichte. Im 6. Jahrhundert erlebte Japan den Einfluss des Buddhismus, der aus China und Korea rüberkam. Diese Religion prägte die japanische Kultur und Gesellschaft nachhaltig. Im 8. Jahrhundert wurde die Hauptstadt von Nara nach Kyoto verlegt, was einen kulturellen Höhepunkt mit der Blütezeit der klassischen japanischen Literatur und Kunst markierte. Während des Mittelalters, in der Zeit der berühmten Samurai, erreichte Japan eine feudale Gesellschaftsordnung. Die berüchtigten Schlachten und Kriege dieser Zeit, wie die Schlacht von Sekigahara im Jahr 1600, formten das moderne Japan. Im 17. Jahrhundert brachte eine lange Periode des Friedens unter dem Tokugawa-Shogunat die Herrschaft. In dieser Zeit wurde das Land in 250 Provinzen aufgeteilt und die Samurai wurden auf eine strenge Kaste reduziert. Japan blieb jedoch abgeschottet von der Welt und praktizierte eine Politik der Isolation, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts anhielt. In den 1850er Jahren öffnete sich Japan unter Druck von ausländischen Mächten. Dies führte zur Meiji-Restauration von 1868, bei der Japan eine rasante Modernisierung und Industrialisierung erlebte. Da gibt es auch einen berühmten Film mit Tom Cruise, der dieses Thema anschneidet. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde Japan zu einer Weltmacht, die im Ersten Weltkrieg sogar an der Seite der Alliierten kämpfte und 1920 Mitglied des Völkerbunds wurde. Während des Zweiten Weltkriegs erlitt Japan massive Zerstörungen durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945. In der Nachkriegszeit konzentrierte sich das Land auf den Wiederaufbau und entwickelte sich erneut zu einer wirtschaftlichen Supermacht. Die 1960er und 1970er Jahre waren geprägt von einem beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Heute ist Japan eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt und bekannt für seine technologischen Innovationen, Autos, Elektronik, Spielekonsolen und mehr. Mit einer Bevölkerung von 126 Millionen Menschen auf der Insel, die nur ca. 377.975 Quadratmeter groß ist, ist die Bevölkerungsdichte einer der höchsten der Welt und deswegen haben wir auch so viele kleine Häuschen wie dieses, was ich gerade baue.
In Zahlen ausgedrückt, Japan hat eine der längsten Lebenserwartungen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 84 Jahren. Das Land hat leider aber auch eine der niedrigsten Geburtenraten, was zu einer alternden Bevölkerung führt. Japan ist ein Inselstaat, der aus etwa 6.852 Inseln besteht, wobei die 4 Hauptinseln Honshu, Hokkaido, Kyushu und Shikoku die meisten Bewohner haben. Japan ist reich an Kultur, Geschichte und Innovationen. Die Geschichte Japans zeigt uns, wie ein Land sich von einer abgeschiedenen Nation zu einer globalen wirtschaftlichen und technologischen Macht entwickeln kann. Mit seiner beeindruckenden Geschichte und den vielfältigen Facetten ist Japan zweifellos ein Land, was immer wieder fasziniert. Das Land der aufgehenden Sonne. Und, Freunde, mittlerweile ja auch popkulturell in aller Munde. Siehe unsere vielen Animes und Mangas, die wir uns als Jugendliche oder auch Erwachsene noch reinziehen. Gerade ja aktuell sogar eine Live-Action-Verfilmung One Piece auf Netflix, die quasi in aller Munde ist und den besten Start einer neuen Serie geschafft hat. Also Japan ist auch kulturell mittlerweile sehr tief bei uns angekommen und deswegen baue ich gerne hier dieses Kaderhäuschen für euch. Viel Spaß beim Review! Nach 2,5 Stunden Bauzeit ist es fertig, unser 1116 Teile umfassendes Mini-Modular von Tongqing-Hyun, oder wie er bei Instagram und Rebickable heißt, Access Sandbox. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung, schaut da gerne mal rein, denn er hat coole Designs. Ja, 2,5 Stunden habe ich euch gesagt. Das Set hat Spaß gemacht zu klemmen. Ich habe 1, 2 Sachen, die ich euch gleich zeigen werde. Die Anleitung ist ganz gut zu lesen und liegt hier eigentlich nur, weil ich hier meine Stromzuführung etwas kaschieren wollte. Also mit der Anleitung habe ich keine Probleme gehabt. Hier seht ihr sogar die C66006, ein anderes Haus, das ich euch erwähnt habe. Zu den Tüten, zu der Aufteilung hatte ich euch nicht gesagt, weil wir haben es ja ausgepackt. Tüte 1, also die ersten Bauabschnitte hier als A gekennzeichnet, die aber dann im Endeffekt Tüten mit 1 oder 2 sind, also A ist 1 und B ist 2 logischerweise, sind 9 Tüten, die Gruppe 2, also B sind 7 Tüten und dann haben wir 3 Tüten, Support-Tüten, die nicht beschriftet sind, die wir generell brauchen. Wir haben einen Sticker-Sheet und ihr bekommt natürlich nachher wieder Detailfotos und da werdet ihr sehen, dass ein paar Sticker fehlen, die habe ich jetzt noch dran gebracht. Aber einen habe ich gar nicht rausbekommen, hier den roten für die Klimaanlage. Also die waren alle nicht ausgestanzt, deswegen sind diese Sticker hier nicht so gut. Ich bin ja eh nicht so der Sticker-Freund. Bei Kader mache ich da Abstriche wegen den guten Steinen, aber hier diesen kleinen roten Punkt, der ist nicht richtig ausgestanzt gewesen. Auch den musste ich hier ausschneiden. Also deswegen wundert euch nicht, warum bei den Detailfotos hier die Aufkleber fehlten. Die habe ich mich vor diesem Review gemacht, auch weil ich dann selber noch mal ein paar Sachen sehe, die ich euch jetzt erzählen kann. Also der Sticker-Sheet ist nicht so cool. Cool ist, dass wir ein paar Steine haben, vor allen Dingen auch hier schwarze Pins zum Verbinden. Hier fehlt sogar noch einer, weil der ist mir eben gerade unter dem Tisch geplumpst. Also eine ganze Menge Steine haben wir über und die hatten auch keine Fehlteile. Strom. Schaut es euch an, nachher bei den Detailfotos brauchen wir für die Beleuchtung und wir haben hier mehrere Modi, wir haben hier so ein leichtes Wumpern, als wenn hier ein bisschen Techno gespielt wird. Hier haben wir auch wieder so ein Blinken etwas schneller, wir haben hier ein normales Licht, wir haben hier ein Flackern, als wenn die Küche brennt und hier auch wieder ganz pulsierendes Flackern und ja, so Lodern. Also wir haben hier wirklich Hardcore Techno Party hier, ein paar schöne Modi. Finde ich ganz, ganz spannend. Hier alles mit einem USB-Anschluss. Zeige euch gleich nochmal leuchtend, aber ich möchte euch jetzt einmal das Häuschen generell zeigen. Hier sehen wir es von vorne. Wir haben vorne eine Bepflanzung. Wir haben diese typischen Strohmatten vor der Tür. Wir haben hier so eine Lotusblume. Ich glaube, es ist ja eh so das Zeichen Japans. Wir haben einen typisch japanischen Straßenmast, eine Laterne, wir haben ein 30er-Schild und hier wahrscheinlich Vorfahrt. Wir haben hier oben die Klimaanlage, da hätte auch der rote Punkt drauf gehört. Dieses Rad für die Klimaanlage sieht auf dem Karton viel kleiner aus, als es in echt ist. Wir haben hier Beleuchtung und Oberlichter und ein riesengroßes Oberlicht, das wir sogar einklappen können hier mit einem Stab. Finde ich ziemlich cool. Von der Seite haben wir hier Ketten, deswegen gefällt es mir sowieso. Ich baue ja gerne Fahrzeuge mit Ketten, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, hier als Vorhang. Und wir haben hier Schiebetüren, die wir schieben können, die haben wir hier und die haben wir hier. Da wir hier nur einmal Einser haben, jetzt
also hier Brackets, vielmehr für diese Ecke, haben wir hier auch immer eine leichte Sollbruchstelle. Also da geht das Dach schon ab, obwohl es erst da oben abgehen soll, zeige ich euch aber gleich. Das ist eigentlich die einzigste richtige strukturelle Schwäche, die ich habe oder wir hier haben bei dem Set. Hier haben wir eine Markise, die wir ausfahren können. Wir haben etwas Moos um die ganze Belüftung, Beleuchtung bzw. Verkabelung. Hier haben wir auch elektrische Verkabelung und Rohre und Lüftungsgitter und hier auch Regenrinne. Das finde ich ziemlich cool. Oberlichter wirklich hier mit Fenstern und hier haben wir den Drehmechanismus für die ausfahrbare Markise, die ich ziemlich cool finde. Hat was, sieht ein bisschen aus wie eine kleine Parkette, also ihr wisst, was ich meine, eine kleine Palette, so heißt es ganz genau. Eine Europalette, die man rausfahren kann. Nein, ist hier aber eine Markise, denn auch in Japan kann es ja im Sommer sehr warm werden und gerade in Städten, da braucht man dann Schatten. Von der Seite hier ist es relativ schmucklos, aber hier haben wir ein kleines Fensterchen, das wir aufklappen können. Vielleicht kann man da dann etwas, ihr seht die guten Kadersteine, kann man dann hier den Nachbar was zuschreien oder der Katze was auf die Straße werfen oder vielleicht auch Kaffee to go. Und dann wieder hier die coolen kleinen, ganz simpel gebauten Bäumchen. Aber viel wichtiger, Freunde, ist natürlich, was verbirgt sich in dem kleinen Haus. Dann nehmen wir das Dach ab. Ich zeige euch nochmal hier die Bauweisen. Ihr kennt diese 1x4er Zahnradteile aus dem Technikbereich. Hier sieht man auch ein bisschen Farbabweichungen. Also wir haben hier ein, zwei, die sind etwas heller und andere etwas dunkler, alles Dark Bluish Gray. Es ist sehr massiv gebaut, viele Brackets, also als Teilespender, wenn ihr mal Brackets braucht, große, kleine, im Dark Bluish Gray ist dieses Ding hier genau das Richtige für euch. Und da haben wir dieses Oberlicht und jetzt gucken wir von unten noch einmal hier den Mechanismus über auch Zahnrad auf einen dieser 1x4er Zahnradbahnen und dann sehen wir hier, wir drehen und die Markise geht raus. Finde ich ziemlich cool, gefällt mir und das Oberlicht noch einmal hier, können wir es anfassen. Also auch wirklich gut bespielbar und drauf packen. Also schön eine Form, das ist halt, schöne Form ist jetzt natürlich relativ, weil diese asiatischen Häuser in Japan ist es sehr eng, da nutzt man den Platz aus. Ne? Es ist nicht wie bei uns, es hat ein bisschen was von einem Cyberpunk-Klavier auch irgendwie, ne? Oder Flügel, aber trotzdem ein schönes massives Dach mit einer tollen Funktion. Aber jetzt schauen wir natürlich mal hier rein. Was ich nämlich am coolsten finde an diesem Laden ist diese Idee, wie man diese LED-Stripes verlegt, nämlich hier über diese Steinchen. Da geht mir die Laterne ab. Das ist aber leider Schwerkraft, hängt hier nur an einem Punkt. Da packen wir es weg. Das Hütchen steht dafür noch. Also hier oben verlegen wir dann diesen LED-Stripe, so schaut er aus. Ein richtiges Kabel mit solchen kleinen Bläschen. Und hier hinter haben wir noch hinter so einen 1x8er, ne 1x6er und 1x2er, so ein Rail, Door Rail, Stein heißt es, glaube ich, Plate. Dahinter haben wir auch nochmal Kabel versteckt, seht ihr ja hier. Deswegen finde ich es ziemlich cool. Also man hat zwar hier Kabel, aber man sieht sie eigentlich nicht wirklich dann im Geschäft, im Gebäude. Und Geschäft und Gebäude, das ist ja hier die Aussage. Wir haben hier schön Regalpflanzen. Wir haben Barhocker, gut, da kann keine Minifigur drauf sitzen. Aber wir haben hier oben Typchen, Döschen, Kaffeebohnen, Milch. Wir haben eine Klimaanlage, Absaugung. Wir haben da hinten ein Menüschild. Wir haben vor allen Dingen hinten diese Wand voller 1x1er-Teils. Gefliest, deswegen kommen wir auf dieser Teileanzahl. Es sieht aber richtig cool aus. Wir haben Pflanzen und wir haben hier eine Kaffeemaschine. Bisschen schade finde ich, und das zeige ich euch von der Seite jetzt hier, wenn man die zur Seite macht, dass wir hier diese Theke, die so schön drüber hängt, nur hier kann man es sehen, da ist das Reis, ist das aus Reis oder ich weiß gar nicht, diese Vorhänge, Bastvorhang oder wie auch immer, ist da ein bisschen im Weg, aber hier sieht man es vielleicht, das hängt nur, ihr seht das, was ich bewegen kann, hängt nur an einer Noppe dieses lange Teil, die hier die Bar ist. Das gefällt mir nicht so gut. Sonst aber, ihr seht hier diesen Vorhang, bzw. Vorbau, wie man es kennt bei Kaffeemaschinen, wo es abtropfen kann, hier mit diesen Gittersteinen. Das ist cool gelöst. Also viel Kleinigkeiten hier reingesteckt. Das gefällt mir. Vorne hier wahrscheinlich Gullydeckel, da nochmal halt der Pylon und natürlich dann hier unser Straßenschild. Wer sich mit japanischen Verkehrsregeln auskennt, darf mir das gerne unten in die Videobeschreibung packen und natürlich diese typischen japanischen Schiebetüren. Und das war auch einer der Aufkleber hier, die ich rausschneiden musste. Was gab es sonst noch mit aufs Haus? Natürlich klar hier unseren Biberschwanz. Teiletrenner habt ihr ja gesehen. Und zum Abschluss, ich hole das Kabel nochmal, machen wir nochmal Leuchti von innen.
So, damit ihr auch seht, was ich meinte. Von oben, so, zack. Hier ist unser Geschäft und dann schalten wir noch mal ein bisschen durch. Ihr seht, da kommt doch coole Atmosphäre auf, wenn man im Sommer abends noch einen Kaffee schlürfen möchte in irgendeiner japanischen Großstadt. Also ich finde es cool. Ich kenne solche Häuserchen, habe ich gerade schon am Anfang als Gag gemacht, meistens aus den Godzilla-Filmen, aber auch ich möchte irgendwann mal nach Japan diese faszinierende Kultur einmal kennenlernen. Ja, Freunde, ihr bekommt jetzt die versprochenen Detailfotos ohne Aufkleber. Ich habe es euch gesagt, beziehungsweise mit ein paar weniger Aufklebern. Schreibt mir eure Meinung gerne zu dem Set unten in die Kommentare und dann schauen wir uns gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen. Für alle neuen Zuschauer, jetzt folgen in der Regel die Detailbilder und ihr seht es ja auch, hier fangen wir an mit einigen Bildern unseres Summer Breeze Coffee Shops im Dunkeln, denn ich möchte hier wirklich die Beleuchtung hervorheben. Die finde ich richtig cool an diesen Häuschen. Generell ist Kada ein Hersteller, den ich wirklich sehr mag, der nämlich mittlerweile auch eine breite Palette hat von Technik-Sets über jetzt sogar hier solche Modulars im Kleinformat. Alle etwas anders. Es gibt auch keine richtige Serie. Ich habe diese 3 japanischen Häuschen mal rausgenommen und eigentlich sind es ja sogar mehr, aber wir haben ja auch die London Underground Station, wir haben auch das Paris Restaurant. Also Kada hat hier wirklich, was Gebäude angeht, auch mittlerweile ein breiteres Portfolio. Ich mag Kada und ich träume ja immer noch davon, meine eigene Stadt irgendwann zu haben. Ich war schon mal kurz davor, dann kam ein Umzug, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Freunde, schaut unten bitte in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos zu Kada und zu diesen Häuschen. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon vorbei. Mal was anderes von Kada, was ich euch hier auf meinem Kanal gezeigt habe. Aber in der Vergangenheit gab es ja das ein oder andere Modular schon ja hier auf meinem Kanal und es folgen auch noch welche. Und ich finde, da passt dieses kleine Set einfach auch gut in diese Reihe der Videos von mir. Ich bin Fan der Marke Kada und daher musste ich euch dieses kleine Häuschen einfach vorstellen. Schreibt mir eure Meinung gerne mal zu diesen Häuschen in die Kommentare. Ich habe euch Links zu diesem und auch anderen aus dieser Kada-Serie unten in die Videobeschreibung gepackt. Haut in die Tasten und lasst mich wissen, wie ihr dieses Set und auch natürlich dieses Video fandet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen kalten Kaffee, einen schönen ausgehenden Sommer und vor allen Dingen bleibt gesund. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.